Der Markt für Batteriespeicher wächst europaweit rasant und Deutschland gehört zu den wichtigsten Treibern dieser Entwicklung. Gleichzeitig bringt das Jahr 2026 eine Reihe regulatorischer und marktbezogener Veränderungen mit sich, die erheblichen Einfluss darauf haben werden, wie Speicherprojekte künftig geplant, finanziert und betrieben werden. In diesem Video zeige ich die 5 Entwicklungen, die Front-of-Meter-Speicherprojekte im kommenden Jahr besonders prägen. Nummer 1. Privilegierter Status von Batteriespeichern. Mit der jüngsten Änderung des § 35 BauGB erhalten stationäre Batteriespeicher im Außenbereich einen privilegierten Status. Für die Projektentwicklung ist es ein wichtiger Fortschritt, da Genehmigungen in diesen Bereichen bislang häufig unsicher und langwierig waren. Die neue Regelung erschließt wesentlich mehr geeignete Flächen für Batteriespeicher und vereinfacht deren Netzanschluss in der Nähe von Umspannwerken und Hochspannungsleitungen. Unter dem bisherigen Baurecht waren genau diese Standorte häufig nur sehr schwer oder gar nicht genehmigungsfähig. Nummer 2. Der Netzanschluss bleibt eine zentrale Herausforderung. Trotz der Verbesserungen im Baurecht bleibt der Zugang zum Stromnetz für Utility-Scale-Speicher die zentrale Herausforderung. Mehr als 500 Gigawatt an angefragten Projekten stehen im Netzanschlussprozess und die Verteilnetzbetreiber setzen Baukostenzuschüsse zunehmend konsequent durch. Dadurch wird es immer teurer und wettbewerbsintensiver, einen geeigneten Netzverknüpfungspunkt zu sichern. Zusätzlich bieten Netzbetreiber zunehmend flexible oder dynamische Anschlussmodelle an. Diese können die Realisierung beschleunigen, erfordern jedoch einen Anlagenbetrieb, bei dem die Einspeiseleistung an die Netzsituation angepasst werden muss. Für Betreiber und Investoren ist es daher wichtig, die technischen und wirtschaftlichen Folgen solcher Modelle realistisch einschätzen zu können. In Gridcock lassen sich Projekte sowohl mit festen als auch mit flexiblen Anschlussmodellen simulieren. Szenarienanalysen zeigen, wie sich diese Varianten auf Dispatch-Profile, Cashflows, IRR und NPV auswirken. So wird deutlich, wie sich dynamische Anschlussverträge auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken und welche Erlöse möglicherweise entfallen oder weiterhin gesichert sind. Nummer 3. Die anstehende Reform der Netzentgelte. Aktuell sind Stromspeicher in Deutschland von Netzentgelten befreit, allerdings nur bis Ende 2028. Ab 2029 soll nach aktuellem Diskussionsstand das neue System AGNES die Netzentgelte neu strukturieren. Noch ist offen, welche Rolle Speicher in diesem Rahmen spielen werden. Projektentwickler müssen daher verschiedene regulatorische Szenarien berücksichtigen und Projekte so auslegen, dass sie auch unter veränderten Netzentgeltstrukturen wirtschaftlich stabil bleiben. In Gridcock lassen sich unterschiedliche Netzentgeltmodelle testen und die Auswirkungen über die gesamte Projektlaufzeit simulieren. Nummer 4. Neue Colocation-Vorgaben. Deutschland arbeitet derzeit an einem flexibleren Rechtsrahmen für hybride und marktorientierte Speicher. Die nächste EEG-Novelle wird voraussichtlich die grundlegenden Regeln für hybride Anlagen und Speicher weiter konkretisieren. Darauf aufbauend regelt MISPEL die praktische Umsetzung. Dies befindet sich derzeit im Festlegungsverfahren der Bundesnetzagentur. Es wird voraussichtlich ab 2026 definieren, wie Speicher sowohl erneuerbare Energie als auch Netzstrom nutzen können, ohne EEG-Vorgaben zu verletzen. Dafür gibt es 2 Modelle. Erstens eine detaillierte messtechnische Abgrenzung von EEG-Strom und Netzstrom und zweitens ein vereinfachtes Pauschalmodell für kleinere Systeme. Durch diese Kombination aus neuem EEG-Rahmen und MISPEL erhalten Entwickler deutlich mehr Flexibilität. Speicher können künftig einfacher zwischen EEG-Strom und Netzbezug wechseln, ohne ihre Fördervorteile zu verlieren. In Gridcock lassen sich diese Energieflüsse zwischen Erzeugung, Speicher und Netz detailliert abbilden, sodass die wirtschaftlichen und regulatorischen Effekte eines Betriebs nach MISPEL-Vorgaben klar erkennbar werden. Nummer 5. Zusätzliche Märkte und Erlösmöglichkeiten. Ab 2026 öffnen sich 2 neue Märkte für Batteriespeicher. Die Momentanreserve, die ein trägheitsähnliches Produkt mit sehr kurzer Reaktionszeit, für das Speicher technisch bestens geeignet sind, und die Bereitstellung von Blindleistung, die von den Übertragungsnetzbetreibern zunehmend ausgeschrieben wird. Diese Märkte eröffnen zusätzliche Erlöspotenziale für leistungsfähige Speichersysteme. Um sie nutzen zu können, müssen Betreiber die technischen Anforderungen genau kennen, etwa Reaktionszeiten, Regelgüte oder das Verhalten der Wechselrichter. Zusammengefasst wird 2026 ein entscheidendes Jahr für den Batteriespeichermarkt in Deutschland. Unsere Modellierungsplattform Gridcock hilft Entwicklern und Investoren, diese wachsende Komplexität zu beherrschen und die finanziellen Auswirkungen der regulatorischen Änderungen auf IRR und NPV präzise zu bewerten. Danke fürs Zuschauen.